Ein leichter Dunst liegt wie eine Decke über der Stadt. Es riecht verbrannt und nach Abgasen. Die Luft kratzt in den Lungen. Über unseren Köpfen tanzen hunderte bunte Gebetsfahnen, während wir durch die schmalen Gassen an kunstvoll geschnitzten Fassaden vorbeigehen. Erschrocken zucke ich zusammen, als nur ein paar Zentimeter neben mir ein Motorrad vorbeirattert und lautstark hupt. Namaste, willkommen in Kathmandu. Bis auf den unsäglichen Verkehr, dem man gefühlt nie entkommen kann, hat Nepals Hauptstadt eine ganz eigene Faszination. Tradition und Religion sind fest in der nepalesischen Kultur verankert und wenn man mit etwas Neugier durch die Stadt läuft, findet man überall Spuren davon. Leuchtende Rot- und Orangetöne weisen auf hinduistische Götterbildnisse hin und in manch einem Hinterhof findet man kleine Schreine und verborgene Tempel. Wir kommen aus unserer Gasse und vor uns steht die große Stupa von Bodhnath, ein bedeutender buddhistischer Tempel. Mönche in roten Gewändern und zahlreiche weitere Menschen ziehen im Uhrzeigersinn ihre Kreise um die Stupa. Die Gebetsglocken läuten unverkennbar und wieder flattern zahlreiche Gebetsfahnen an langen Schnüren im Wind. Gerne hätte ich auch die restliche Zeit unserer Reise einfach durch die Stadt streifen können und die einzigartige Stimmung aufgesogen, doch wir haben Wichtiges vor. Gemeinsam besuchen wir unsere 4 Partnerorganisationen in Nepal. Unser erster Stopp, mitten in Kathmandu, ist symbolträchtig, denn genau hier hat die Geschichte unseres Engagements begonnen. Vor etwa 30 Jahren fing Anuradha Koirala in 2 kleinen Räumen an, missbrauchten Frauen und Mädchen ein kleines Zuhause zu geben und sie somit vor Menschenhandel und Zwangsprostitution zu schützen. So wurde MAITI Nepal geboren und wurde unsere erste Partnerorganisation. Heute ist MAITI Nepal eine feste Institution in Nepal, die mittlerweile synonym für den Schutz von Frauen, Mädchen und Kindern steht. Die Vision für das Zentrum, wie wir es heute besuchen, zeichnete Anuradha Koirala mit einem Kugelschreiber auf ein weißes Blatt. Hier ein U-förmiges Gebäude für das Kinderhaus und gegenüberliegend ein U-förmiges Gebäude für das Frauenschutzhaus, überlegte sie damals, und genau so wurde das Hauptzentrum von MAITI Nepal gebaut, zusammen mit einer Schule und einer Klinik. Als wir das Zentrum betreten, bin ich beeindruckt von den großen Backsteinhäusern. Sie umrahmen einen schönen grünen Innenhof. Es fühlt sich ruhig und sicher an, hier zu sein, geschützt vor der großen Stadt. Im Kinderhaus treffen wir zuerst auf eine Gruppe von Frauen mit Babys. Gemeinsam sitzen sie auf dem Boden und füttern die Kleinen. Der harmonische Schein dieser Szenerie trügt jedoch, denn die Frauen sind nicht die Mütter der Babys. Sie wurden ausgesetzt in den Vergnügungsvierteln Nepals, vor den Toren von MAITI Nepal oder teilweise einfach auf der Straße. MAITI unternimmt jedes Mal große Suchaktionen, um die Eltern der Findelkinder aufzutreiben, jedoch ist dies meist erfolglos. Es tut weh, in die kleinen, aufgeweckten Gesichter zu blicken, und ich versuche mir die Not und Ausweglosigkeit der Mütter vorzustellen, die ihr Baby auf der Straße zurücklassen. Es fällt mir schwer zu verstehen. Etwa die Hälfte der Kinder, die bei MAITI zur Schule gehen, lebt in dem Kinderschutzhaus. Die anderen Kinder kommen aus sozial schwachen Familien und ihnen wird hier eine Schulbildung ermöglicht. Wir begleiten eine kleine Gruppe Kinder zum Mittagessen. Artig schlendern sie in einer Reihe in den Raum und werfen uns immer wieder neugierige Blicke zu. Zu essen gibt es das Nationalgericht Dal Bhat, Linsen mit Reis, was uns in unserer Zeit in Nepal noch öfter begegnen wird. Insgesamt 100 Kilo Reis kochen wir am Tag für die Mahlzeiten der Frauen und Kinder, erzählt uns eine der Köchinnen. Dies ist der erste kleine Einblick in die Dimensionen von MAITIs Hilfe. Nach der Mittagspause spielen die größeren Schulkinder ausgelassen im Hof, während die kleineren es sich für ihren Mittagsschlaf gemütlich machen. Ein normaler Schultag. Währenddessen leben in dem anderen Gebäude Frauen und Mädchen,
die aus der Zwangsprostitution und Verschleppung gerettet wurden. Bei Maiti Nepal erhalten sie rechtliche Unterstützung, werden psychologisch und medizinisch betreut und, wann immer möglich, zu ihren Familien zurückgeführt. Als wir uns die Klinik anschauen, wird uns erzählt, dass gerade ein 12-jähriges Mädchen hier ein Kind bekommen hat. Sie wurde von ihrem Onkel missbraucht. Nicht selten kommen in die Klinik schwangere Mädchen im ähnlichen Alter, die aus der Prostitution gerettet wurden. Ich schaue aus dem Fenster in den Hof und beobachte ein paar Mädchen beim Federballspielen. Und wieder fällt mir das Verstehen schwer. Anuradha Koirala hat mit ihrem Engagement über die Landesgrenzen von Nepal hinaus Berühmtheit erlangt. 2010 wurde sie zur CNN Hero ernannt. Und unabhängig davon, wem wir auf unserer Reise erzählen, weshalb wir in Nepal sind, sei es im Taxi, Restaurant oder am Flughafen, sie alle kennen Maiti Nepal. Die Organisation hat mit ihren zahlreichen landesweiten Programmen einen wichtigen und großen, wenn nicht sogar den größten Beitrag für die Sichtbarkeit der Verschleppung von Frauen und Mädchen in Nepal geleistet. Am Abend fahren wir ein Stück raus aus der Stadt zum sogenannten Hospiz von Maiti. Die meisten Frauen, die hier leben, sind Überlebende aus der Zwangsprostitution. Sie haben durch die jahrelange mentale und körperliche Gewalt irreversible psychische Beeinträchtigungen davongetragen. Einige von ihnen sind HIV-positiv. Früher hätte dies schwere Folgen bedeutet. Heute können die antiretroviralen Medikamente, die sie erhalten, den Ausbruch von AIDS verhindern. Die Frauen leben in einer kleinen Gemeinschaft in einem schönen Haus mit großem Garten und erhalten rund um die Uhr Betreuung, kleinere Aufgaben und medizinische Versorgung. Hier können sie ein Leben in Ruhe und Würde führen. Ohne die Unterstützung hätten sie jedoch keine Chance in der Gesellschaft und es tut gut, die Frauen hier versorgt zu wissen. Und doch hat der Ort etwas Bedrückendes an sich. Die Folgen der Zwangsprostitution begleiten die Frauen ein Leben lang und manchmal sind sie so schwerwiegend, dass ein eigenständiges Leben nicht mehr möglich ist. Am darauffolgenden Tag besuchen wir unsere nächste Partnerorganisation, Nepal Matri Griha. Vorhang auf für Shobha Rai, der Gründerin und Leiterin. Kaum sind wir angekommen, wissen wir nicht, wie uns geschieht. Shobha führt uns in ein großes Gebäude, das mitten auf dem Schulhof steht. Das Theater ist ihr ganzer Stolz und ihre Leidenschaft. Immer mehr Kinder strömen lautstark in den Saal und als das Licht ausgeht, wird gejubelt und geschrien. Das Stück geht los. Es handelt von den Gefahren, die die sozialen Medien mitbringen und wurde von Shobha selbst geschrieben. Obwohl wir kein Wort verstehen, ist es toll zu sehen, wie begeistert die Kinder mitmachen und zuschauen. Es ist bewundernswert, was Shobha und Nepal Matri Griha mit ihren sozialkritischen Theaterstücken erreichen. Das Theater ist binnen kurzer Zeit zu einer anerkannten und in seiner Art einzigartigen Bühne für soziale Brennpunktthemen in Nepal geworden. Und auch im Internet leistet Shobha wertvolle Aufklärungsarbeit mit Kurzfilmen und auch in den sozialen Medien. Auch in den bunten Klassenzimmern und in anderen Projekten spürt man den kreativen und lebendigen Geist von Nepal Matri Griha. Auf dem Dach des Hohen Hauses hat Shobha vor einiger Zeit angefangen, Gemüse anzubauen. Mit viel Freude pflegen sie und die Kinder ihren eigenen Dachgarten, mit dessen Ertrag sie sich mittlerweile zum Teil selbst versorgen können. Und die Energie scheint ansteckend zu sein. Mit ihrem Urban Gardening-Projekt inspiriert Shobha viele Menschen in Kathmandu, es ihr gleich zu tun. Und tatsächlich, als ich den Blick über die umliegenden Dächer schweifen lasse, entdecke ich den ein oder anderen Dachgarten mit grünen Töpfen voller Pflanzen. Neben der Schule, in der sozial benachteiligte Kinder Bildung und Förderung erhalten, ist das Therapiezentrum für Kinder mit körperlichen oder geistigen Behinderungen ein wichtiger Pfeiler des Engagements von Nepal Matri Griha.
Die Kinder werden hier physiotherapeutisch und logopädisch behandelt und die Eltern bekommen die richtigen Werkzeuge an die Hand, um zu Hause ihre Kinder weiter zu behandeln. Viele der Kinder hier haben Zerebralparese, weil sie zu wenig Sauerstoff bei der Geburt bekommen haben. Während die Zerebralparese durch die gute medizinische Versorgung bei uns zum Glück nur noch selten vorkommt, ist sie in Nepal noch weit verbreitet. Die Symptome bleiben ein Leben lang. Durch die richtige Therapie können jedoch die Beweglichkeit und die Unabhängigkeit der Kinder gefördert werden. Doch dies können sich die meisten Familien nicht leisten. Nepal Matrigriha hilft diesen Familien und leistet gleichzeitig einen Beitrag gegen die starke Stigmatisierung von Menschen mit Behinderung in Nepal. Im Therapiezentrum spürt man die Dankbarkeit der Mütter und stolz erzählen sie von den Fortschritten, die ihre Kinder seit Beginn der Therapie gemacht haben. So berichtet uns die Mutter des 4-jährigen Rubin, dass er vorher weder sitzen noch sprechen konnte, was sich nach 9 Monaten Therapie nun deutlich verbessert hat. Nach der Schule bringen wir ein paar der Schulkinder nach Hause. Es ist ein wunderbarer Spaziergang am Abend. Die Kinder freuen sich, uns ihre Wohnungen zu zeigen und gemeinsam schlendern wir durch die sonnigen Straßen. Doch wie so oft auf unserer Reise kollidiert die schöne Szenerie und die friedliche Stimmung mit den schweren Lebensrealitäten der Menschen, denen wir begegnen. Und es wird deutlich, wieso die Hilfe von Nepal Matrigriha so wichtig ist. Die Behausungen der Familien sind kalt und es riecht nach feuchtem Gemäuer. Bei manchen kommt kaum Tageslicht hinein und teilweise wohnen 6 Personen in einem kleinen Raum. Wir hören Geschichten von Not, Armut und Krankheit. Das letzte Mädchen, das wir nach Hause bringen, hat einen besonders weiten Weg. Fast 1 Stunde laufen wir von der Schule durch die belebte Stadt. Nach Fußwegen sucht man vergeblich und unterwegs kommen wir an einem unnatürlich blauen Fluss vorbei. Hier schwimmen Müll und Abwasser aus Färbereien quer durch die Stadt. Als wir endlich ankommen, wird es schon fast dunkel. Sukim, so heißt das 9-jährige Mädchen, stellt uns ihre große Schwester, ihre Mutter und ihre Zwillingsschwester Supriya vor. Supriya leidet unter einer schweren Form der Zerebralparese und erhält Physiotherapie im Zentrum von Nepal Matrigriha. Wir fragen nach, wie sie überhaupt zum Therapiezentrum kommt. Ich trage sie, erzählt uns ihre Mutter und fügt zu Shoba gerichtet hinzu: Ich bin so dankbar, dass du uns hilfst. Am nächsten Morgen machen wir uns in den frühen Morgenstunden auf den Weg in die nächstgrößere Stadt Nepals, nach Pokhara. Am Rande des Kathmandu-Tals liegt der Ort Thankot. Die schmale Straße ist die wichtigste Route, die von der Hauptstadt in den Westen des Landes und auch nach Süden Richtung Indien führt. Tausende Fahrzeuge passieren täglich den Ort. An diesem Nadelöhr hat MIT Nepal eine ihrer 16 Kontrollstationen errichtet, um die Verschleppung von Mädchen noch während der Tat zu verhindern. In Zusammenarbeit mit der Polizei sind sie dazu berechtigt, jedes Fahrzeug zu stoppen und nach jungen Frauen in Begleitung verdächtiger Männer Ausschau zu halten. Seit der Errichtung der Kontrollstation vor 25 Jahren konnten so schon 52.000 Mädchen im letzten Moment vor der Verschleppung gerettet werden. Über 5.000 waren es allein im vergangenen Jahr. Sobald ein Mädchen als vermisst gemeldet wird, nutzt MIT Nepal außerdem ihr breites Netz und verschickt direkt Fotos an alle Grenzstationen. Auch so konnten schon einige Mädchen gerettet werden. Die restliche Fahrt nach Pokhara ist aufregend und sehr lang. Für die nur 200 Kilometer zwischen den 2 größten Städten Nepals brauchen wir insgesamt 12 Stunden. Der Hauptgrund für den beschwerlichen Weg sind die Straßenverhältnisse. Der Monsunregen in den Sommermonaten sorgt immer wieder dafür, dass ganze Abschnitte der Straße weggespült werden. Streckenweise kommen wir nur im Schritttempo voran, da die Straße eher einem Feldweg als einer der Hauptrouten des Landes gleicht. Dafür wäre die Fahrt auf unseren Autobahnen nicht ansatzweise so abenteuerlich und eindrucksvoll wie diese Reise quer durch Nepal. Unser Fahrer Lal steuert uns unermüdlich durch das Land, vorbei an hunderten spannenden Eindrücken. Nach vielen leckeren, herzerwärmenden, bizarren, ungewollten und schönen Zwischenstopps erreichen wir pünktlich zum Sonnenuntergang unser Ziel.
Schon aus dem Auto heraus eröffnet sich uns ein atemberaubender Blick. In der Ferne leuchten die Gipfel des Himalaya in der untergehenden Sonne. Sie sind so gewaltig hoch, dass sie über die Wolken ragen. Vor dieser Kulisse zu stehen, ist ein unbeschreibliches Gefühl. Und da ist sie wieder, die Magie Nepals. Hier verbringen wir den Jahreswechsel in einem schönen Gasthaus auf einem Hügel. In diesen Tagen lernen wir die Ursprünglichkeit des nepalesischen Lebens selbst kennen. Das Gemüse für unser Abendessen kommt aus dem eigenen Garten. Heißes Wasser für die warme Dusche holen wir uns abends aus einem großen Boiler, der von einem Lagerfeuer geheizt wird, und nachts fallen die Temperaturen in den einstelligen Bereich. Auch bei einem Spaziergang durch die Dörfer zeigt sich die Einfachheit des Lebens hier. Vieles, was uns so oft selbstverständlich erscheint, funktioniert hier anders. Es fehlt an sauberem Wasser, einer stabilen Stromversorgung, warmen Wohnungen oder einer ausgebauten Infrastruktur. Dafür fallen mir Dinge auf, die bei uns immer mehr an Stellenwert verlieren. Starke Familienbande, Selbstversorgung und das Leben im Moment. Die Naturnähe und die mächtigen Berge des Himalaya im Hintergrund haben eine beruhigende Wirkung und ich fange an, die Ursprünglichkeit des Lebens hier zu genießen. Das Leben auf dem Land mit einem romantisierten Blick zu sehen, fällt als Besucher nicht schwer. Die Bedingungen sind für die Menschen, die hier leben, jedoch nicht leicht. Und so versuchen viele, dem einfachen und ärmlichen Leben zu entfliehen. Die Menschen, denen wir begegnen, erzählen uns stolz von ihren Kindern oder Verwandten, die nach der Schule in ferne Länder gegangen sind. Nach Australien, Europa, in die USA oder nach Japan. Sie nehmen Kredite auf oder verkaufen ihre Häuser, um ihren Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen. Die Fortgegangenen bleiben meist dort und kehren nicht nach Nepal zurück. Viele suchen auch Jobs in den großen Nachbarländern Indien und China. Mehrmals täglich kommen ausgebuchte Flugzeuge aus Katar und Dubai voller Nepali, die in den Ölstaaten als Gastarbeiter arbeiten und ihre Familien in der Heimat besuchen. Und genau an diesen Stellen setzen die Schlepperbanden an. Sie versprechen Mädchen und Frauen aus den Dörfern gute Jobs und locken sie somit weg von ihren Familien, um sie in die Zwangsarbeit zu verkaufen. Häufig landen sie in indischen Bordellen und werden zur Prostitution gezwungen. Ein Leben in Gefangenschaft und Gewalt. Aber auch in Nepal selbst hat die Verschleppungsproblematik in den letzten Jahren stark zugenommen. Mit dem schnellen Wachstum der Städte wächst auch die Kriminalität und die Prostitution. Besorgt sagte Anuradha Koirala, wir müssen anfangen, unser eigenes Haus aufzuräumen. Einen weniger geschönten Blick auf das Landleben erhalten wir bei unserer nächsten Partnerorganisation. Die Bahini Educare Foundation unterstützt Witwen und alleinerziehende Mütter, die in der Gesellschaft stark stigmatisiert und ausgegrenzt werden. Die Maya hat 2 Kinder und nachdem ihr Mann bei einem Arbeitsunfall gestorben ist, ist sie nach Pokhara gekommen. Von ihrem Vollzeitjob bleiben ihr nach Abzug der Miete nur 10 € im Monat übrig. Die Bahini Educare Foundation unterstützt die Familie mit Lebensmitteln und Hygieneprodukten und übernimmt die Schulkosten für die beiden Mädchen. Andere Familien, die die Bahini Educare Foundation unterstützt, leben auf den Grundstücken der Bauern, für die sie arbeiten. Teilweise in einfachen Wellblechhütten, die kaum vor der Kälte oder dem Monsunregen zu schützen mögen. Die junge Renisha lässt sich jedoch offensichtlich nicht unterkriegen. Nachdem die Jungs bei unserem Besuch sich gegenseitig ihre Liegestütze vorgeführt haben, zögert sie nicht und zeigt uns, wie stark sie ist. Noch mehr selbstbewusste, starke und lebenslustige Mädchen treffen wir beim Besuch von SOS Bahini. Herzlich werden wir im sogenannten Eco-Village begrüßt, eine kleine Oase inmitten von Pokhara. Ich staune über den friedlichen Garten und die bunten, gemütlichen Häuser. Hier leben in einem innovativen Konzept kleine Familien zusammen. Dabei wohnen nur Frauen im Eco-Village. Die Frauen und Mädchen haben sich ein gut funktionierendes Matriarchat aufgebaut, erzählt uns Raymond Lindinger, der Gründer von SOS Bahini und der Bahini Educare Foundation. 7 Mütter versorgen jeweils bis zu 6 Kinder.
Die Mütter sind Witwen und wurden nach dem Tod der Ehemänner diskriminiert und von der Gesellschaft ausgestoßen. Hier haben sie ein neues Zuhause gefunden und nehmen in den Familien neben ihren eigenen Kindern weitere Kinder auf, die keine Eltern mehr haben. Die Mütter bekommen ein Haushaltsbudget und kümmern sich in der Gemeinschaft um das Essen, den Garten und die Erziehung. Die Mädchen erhalten in den Familien viel Unterstützung und Zuneigung und wachsen in dem geschützten Raum zu selbstbestimmten Frauen heran. Wir kommen auch direkt mit den aufgeschlossenen Mädchen ins Gespräch. Sie zeigen uns ihre Häuser und die schöne Anlage. Ich fühle mich sofort wohl, was nicht nur daran liegt, dass alles perfekt aufgeräumt und gut gepflegt ist, sondern vor allem an der herzlichen und lebensfrohen Energie, die die Gemeinschaft ausstrahlt. Stolz werden uns Medaillen und Preise, Karatekünste und selbstgemalte Kunstwerke gezeigt. Und als Highlight des Tages führen uns die Mädchen dann verschiedene Tänze vor. In dem runden Pavillon, der kurzerhand zur Tanzfläche umfunktioniert wird, herrscht eine ausgelassene Stimmung. Es wird mitgesungen, geklatscht und gejubelt. Am Schluss gibt es kein Halten mehr und die Mädchen fordern uns auf, mitzumachen. Gemeinsam feiern und tanzen wir bis in den späten Abend. Unsere intensive Zeit in Nepal neigt sich dem Ende zu. Wir haben ein beeindruckendes und faszinierendes Land kennengelernt. Wir haben viele Tiefen, aber genauso viele Höhen gesehen. Die Besuche bei unseren Partnerorganisationen haben gezeigt, dass jede auf ihre Art unterstützenswert ist. Sie alle haben ihren eigenen Weg, Frauen und Mädchen zu schützen und sie zu befähigen, ein selbstbestimmtes und eigenständiges Leben führen zu können. Und gerade die letzten Tage haben gezeigt, was für ein Potenzial die Mädchen entwickeln, wenn sie in einem sicheren und stabilen Zuhause leben.